Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pete's Meets TV. Heute mit dem Bram und dem Christian. Hallo. Ganz viele haben sich von euch gewünscht, als wir Sons of the Forest durchgespielt haben, dass wir uns doch nochmal eine Erklärung der Geschichte anschauen sollen. Denn in dem Zustand, in dem das Spiel war, ist es nicht so leicht gewesen, der Story zu folgen. Das lag nur an uns, Peter. Das hat mit dem Spiel nichts zu tun. Ja, okay. Die Story ist mindestens so deep wie bei Dark Souls und Elden Ring. Es gab auch manche Leute, die haben geschrieben, wir sind selber zu blöd gewesen, um die Story zu verstehen. Es gab andere, die gesagt haben, ey, das Spiel erklärt es auch nicht gut. Ich will mich da gar nicht anschließen an dieser Diskussion. Ich will nur sagen, aber hier blöd, nicht das gut. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also so als Spoiler, ich habe mir das damals durchgelesen, nachdem wir alle durch waren. Und ja, ich weiß nicht, was sie erklären. Trotzdem eine Frage, so ein bisschen Recap, was wir noch wissen. Denn wir haben ja The Forest durchgespielt. Wisst ihr noch, wer Timmy ist? The Forest 1? Ja. Nein, ich weiß nicht, wer Timmy ist. Kannst du dich überhaupt daran erinnern, dass wir in diesem Spiel ein Kind gesucht haben? Nein. Ja, klar. Konnte ich nämlich auch nicht. So in Teil 1 oder jetzt? Nee, in Teil 1. Hat man nicht den eigenen Sohn gesucht? Ja! Oh! Boah, Peter! Und ich hab irgendwie dumpf im Kopf, dass das Ende, was wir hatten, mit irgendeiner Talkshow war. Aber das ist alles, was ich noch im Kopf habe. Ja. Aber Sons of the Forest, ja, da kann ich mich erinnern, wir sollten eine Familie suchen, bestehend aus Eltern, zwei, also Mutter und Tochter, Mutter und Vater Ja, und eine Tochter. Ja, so eine die eine hast du gnadenlos abgeschlachtet. Die achtarmig reinorgelt. Ja, stimmt, die eine habe ich abgeschlachtet. Und dann, das Ende war so ein bisschen undurchsichtig, sage ich jetzt mal. Auf einmal haben wir auf eine Mein Welt Gott, bist du diplomatisch. Bram fand's richtig scheiße. Die Enttäuschung des Jahres, ey. Aber wir haben zum Glück nicht unseren Rucksack vergessen. Ja, Christian hat uns auch noch reingebaitet. Jetzt gucken wir uns mal hier Ich habe extra noch das andere Ende angeguckt. Ah, echt? Okay. Sons of the Forest takes place years after the events of the first game. The protagonist is part of a search and rescue task force sent to a remote island to find missing billionaire Edward Puffton, along with his wife Barbara and daughter Virginia, who have all been missing for a little over 7 months. While attempting to land, his helicopter is shot down by a mysterious woman who proceeds to knock him out and leave him. Ah, wait, die hat uns abgeschossen. Das hatte ich schon gar nicht verstanden. Dass die uns abgeschossen hat. Vor allen Dingen mit der Pistole. Ja. Vor allen Dingen, haben wir die jemals wieder gesehen? Ja. Keine Ahnung. Ich habe den nicht gesehen. Stimmt, dann haut die uns so After coming to consciousness, Alter, he wakes up das ist to find Soundqualität. just only one other survivor, Kelvin, and the two set out to find the other missing members of their squad. The island was owned by Puffcore, Edward's company. Prior to that, it had been a destination for hikers and climbers, though not many adventurers ever returned to share their story. Den haben wir nicht gefunden, oder? Nee. Ja, den jetzt nicht, aber der ist auch irrelevant. Ja, denke ich auch. The island was home to aggressive cannibalistic factions that killed without indiscretion. Hunters and fishers that settled here to live off the grid had all been wiped out by their violent neighbors. Diese Hütten ones who haben wir auch managed nie to gesehen. Aber guck mal, das heißt, wir müssen uns gar nicht schlecht fühlen, weil die Leute, die da gewohnt haben, die waren eh Mörder. Welche Leute, die da gewohnt haben? Ja, die Einheimischen. Ganz ehrlich? Ja, der einheimische Stamm, ja. Aber also die Monster kommen ja woanders her. Ja, nee, die meine ich auch nicht. Aber ist es nicht trotzdem voll komisch, dass du eine Insel hast, auf der irgendwie geschafft worden ist, erst Fischer zu wohnen und auch andere Bauwerke wurden erbaut und dann auf einmal kam irgendwo Einheimische her, pass auf, und jetzt aber noch wichtiger, die einen komischen Würfel anbeten. Ja, nee, das ist ja erstmal egal, Bram, mit dem Würfel. Es geht jetzt gerade nur um Einheimische und Leute, die da gesiedelt haben. So. Die Leute, die da gesiedelt haben, haben die wahrscheinlich erstmal gar nicht gesehen, weil die Einheimischen haben sich versteckt und dann sind die aber immer näher gekommen und dann haben sie die irgendwann abgemorst. Aber in der Zeit, wo die ganze Infrastruktur aufgebaut haben, du meinst die zwei Hütchen da, oder was? Ja, aber das ist doch in Filmen und Spielen nie anders. Also weißt du, die verstecken sich ja erstmal, weil die Angst haben. So. Die kommen ja auch am Spieler nie direkt an. Ich weiß noch, in Forest 1 war das zum Beispiel so, dass die sich erst angekündigt haben, indem die irgendwo so ein scheiß Totem gebaut haben. Und erst dann war Rambazamba. Ja, das hat ja Tage gedauert. In der Zeit hatte man 15 Hütten gebaut. Aber ich meine nicht nur die Hütten, ich meine auch die aus
metallgegossenen Gänge. Achso, nee, das ist ja jetzt wieder, das ist ja diese Firma, da kommen wir jetzt davon aus. Ja, genau, aber die Eingeborenen waren ja trotzdem da und haben die einfach machen lassen? Nee, glaube ich nicht, aber ich glaube, die Firma hat die einfach umgeschossen. Ja, das glaube ich eher. The island alive, they brought back with them stories about a bizarre, otherworldly metal that lined the walls of the massive cave system. Edward Puffton was an opportunist investor. Das haben wir ja mitbekommen, alles. He foresaw potential in this new discovery, as did another company, the infamous Sahara Therapeutics, which we all know very well from the first game. Oh ja, sehr gut. The two companies entered a heated bidding war for ownership of the island, but Sahara was no match for the multi-billionaire. Puffcore sent scientists to the island to investigate the mysterious metal, but instead, they found an even more valuable discovery. Deep beneath the island's sprawling cave system was a strange, alien cube, made of the same bizarre golden metal. Puffcore researchers reached out to Sahara regarding their discovery, as Sahara had previously unearthed 2 alien artifacts themselves. They found out that the cube bore a striking similarity to the Sahara artifacts, as it appeared to be made of the same unusual metal. Oh, das ist gerade, was wir gerade gesehen haben, war aus dem ersten Teil scheinbar, dieses Ding hier. Mhm. Deswegen sagte ich ja, wir haben schon mal solche Strukturen im ersten Teil gefunden. Appeared to be made of the same unusual metal. The Puffcore researchers learned that entering the cube would cause a brief dimensional switch, but not without risks associated with it. Further research revealed that there were many recorded instances throughout history of this very cube appearing to people in their dreams. When these findings were delivered to Edward, he realized the magnitude of possibilities at his fingertips. Concerned that the discovery had been shared with Sahara, he prohibited any further communication with the company and enforced measures to ensure that everything regarding the cube was to be kept strictly confidential. Puffcore then recruited Tim LeBlanc, the world's top specialist in multi-universal travel, to further investigate the cube and figure out how exactly it worked. After all, Tim had first-hand experience dealing with strange metallic artifacts. Of course, we all remember little Timmy LeBlanc from the forest. Oh, das ist unser Sohn! Da ist Timmylein! Und ich glaube, das ist die Szene der Talkshow, die ich meinte. Die ich doch so halb im Kopf hatte. Ja, am Ende. In the event, Timmy was kidnapped and used as a human sacrifice inside the Sahara artifact in order to raise the deceased daughter of Matthew Cross, the main antagonist, back from the dead. Tim's exposure to the artifact as a child had left him haunted and cursed with mutations of his own, causing him to develop an obsession with multi-dimensional travel. He devoted his life to the study of parallel universes and became a world-renowned expert on the subject. Tim had been studying the island for years, being drawn to it for the possibility that it might be the key to defeating the demons inside his mind. Throwing himself into research, Tim discovered that the cube only activated every 8 lunar cycles, roughly every 9 months. And when this happened, the cube would open a window into another dimension. Edward saw this as the motherlode of business opportunities. He created a plan to recruit investors and wealthy clientele to experience cross-dimensional travel for themselves. He contracted a luxury design firm to quickly create a state-of-the-art, exclusive bunker facility called Hollow Springs, where wealthy celebrities and socialites could come to the island to stay and play as they waited to experience the cube and its promises of multiverse travel. Although the facility was largely unfinished and rushed in order to meet the deadline until the next cube activation, wealthy clients flocked to be among the first to reserve their room at Hollow Springs. The contractors worked around the clock to transform the island into an upper-class getaway, and even though Edward had taken precautions to keeping everything confidential, there was a mole in his ranks. Working undercover as a contracted employee, an agent from a competitor was stealing classified information about the cube and feeding it back to their company. Sahara Therapeutics was well aware of the nightmares caused by using the artifacts from their own twisted experiments. Given their shady dealings in the past, it's very likely that once they found out the potentials of the cube, they plotted to sabotage Hollow Springs from the inside out so they could swoop in and steal it. During the big celebration party on the evening of the 8th lunar cycle, the undercover employees snuck away to activate the cube and unleash hell. All life forms outside the vicinity of the cube were transformed into horrible creatures and mutations,
many of them not even surviving the process. Edward himself died shortly after mutating, but his daughter Virginia escaped completely unharmed. In fact, Virginia hadn't even mutated because she had already experienced the long before. Edward was no stranger to Sahara Therapeutics. Edward had heard about Sahara's claims at resurrection and healing, and like many other wealthy parents of sick children, sent Virginia to Sahara when she was a child. But even though the artifact may have saved her life, it wasn't without consequence. Like Timmy, Virginia had survived the experiments of Sahara, but not without lasting side effects. Though timid at first, Virginia eventually begins to trust the protagonist and accompanied him and Kelvin on their search. As the nightmarish aftermath of the cube's activation continued to spiral out of control, the competitor sleeper agents were sent in to infiltrate the bunker and recover everything that they could find about the cube. But hat die eigentlich in dem Zuge ihrer Mutation die Fähigkeit verloren zu sprechen? Ja, scheinbar, ne? Die hat mit uns ja kein bisschen geredet. Die hätte einem ja auch alles sagen können. Also die wusste ja Bescheid. Die kennt ja die Pläne und was passiert ist und alles. Aber das ist ein guter Punkt, Christian. Aber vielleicht hätte die auch erst nach 10 Minuten was gesagt. So lange hat die keine Zeit gehabt. Die hätte ja spätestens reden können, als wir auf sie eingeprügelt haben. Da kommt so ein lebender Kraker auf dich zu und du hast eine Waffe in der Hand, bist gerade abgeschossen worden und bist auch noch unter Schock. Ja, eben. Also Moment, jetzt nur noch mal so. Also es gab die böse Firma aus Teil 1 und die hat die böse Firma aus Teil 2 einfach hier untergraben. Ja, sabotiert. Ja, und die böse Firma aus Teil 2 wollte eigentlich geilen Scheiß machen mit Travel und so, reiche Celebrities, bla bla bla. Und die böse Firma aus Teil 1 hat das einfach sabotiert und dann sind alle wieder mutiert. Was hatten sich die böse Firma aus Teil 1 dabei gedacht? So nach dem Motto. Die haben gelernt, Peter. Da kommt nur Schmuh bei rum. Ja, also wissen ja eigentlich alle, wie man diesen scheiß Würfel benutzt, um damit auch noch Kacke zu machen. Weißt du, okay, ey, gehen Sie hier rein, um eine andere Dimension zu sehen. Okay, ja, aber irgend so ein Boy weiß, wenn ich den Würfel anders angucke, dann mutieren hier alle. Ja, genau. Also alles, was nicht im Würfel ist, wird halt Monster. Außer die Einheimischen. Weird. Residents of Hollow Springs quickly proved to be much more deadly than anticipated. The deformed mutants destroyed the facility and killed any survivors along the way. They escaped into the cave system where they proceeded to kill all remaining Puffcore engineers, along with the competition's undercover operatives. Several months went by as the facility continued to fall further into ruin, and the mutants roamed the island alongside the cannibal populations. By the time the protagonist is sent on his recovery mission, there were only a couple more lunar cycles before the cube activated again. Traversing the island and fighting off varieties of mutants and cannibals along the way, the protagonist finally runs into another member of his task force, Tim LeBlanc. Tim and his father, Eric, the protagonist of the first game, are in combat with a gigantic mutant when the protagonist arrives to help. But they're ambushed and attacked by the same woman who shot down the helicopter in the opening scene. Moment. Waren das gerade Tim und sein Vater? Also du selber aus Forest 1. Aus Teil 1. Alter. Das hätte man jetzt sehen sollen an der Optik, oder was? Ja. Nee, der müsste eigentlich so ein Namensschild tragen. Tim aus Teil 1. Ja, aber komm, ganz ehrlich, also auch man selber, woher hätte man das wissen sollen? Ja, das Storytelling ist in dem Spiel halt unfassbar schwierig. Wenn du halt Dinge in irgendeiner Höhle, die relevant sind, nicht mitbekommst, dann denkst du dir ja nicht, oh, in die Höhle muss ich aber noch mal rein. So, machst ja nicht. Vor allen Dingen, also jetzt mal ohne Scheiß, woher hätte man denn wissen sollen, dass das der Protagonist aus Teil 1 ist? Da gab es da einen Hinweis drauf, woher weiß man das? Aber okay, jetzt kommt irgendwie... Was ist das für eine Antagonistin, die man nur zweimal sieht, jeweils in der Cutscene? Ja, die haben wir auf jeden Fall wieder gesehen und die hat jetzt irgendwie uns aus Teil 1. Guck mal, was wir in Teil 1 durchgemacht haben. Und jetzt werden wir einfach random erschossen von so einer Frau. Oder haben wir das überlebt? Ich weiß es nicht. Eric LeBlanc is a well-known TV star and author, famous for his work on survivalism.
Puffcore may have contracted him to engineer a way to terminate the island's cannibal populations, as Eric was very famously known to have survived the same ordeal years prior during the events of the forest. As the protagonist awakens after the ordeal to an empty room, he sets out to regroup with Tim and Eric. The spiraling caves beneath Hollow Springs take him deeper underground. Boah, sieht das ja schlecht aus. Ja, ohne Scheiß. Something reminiscent of hell. Surviving the dangerous ordeal, the cave tunnels lined with alien metal lead him right to the cube. Ist das Tim? And waiting for him there is Tim, who has been counting down the milliseconds until the cube's next. Da haben wir aber ganz schön Glück gehabt, ne? Also so alle ungefähr 9 Monate und wir kommen einfach 30 Sekunden, bevor es losgeht, kommen wir halt in diesem Würfel an. Also. Stell dir mal vor, wir hätten auch nur eine Höhle mehr erforscht. Dann wären wir tot. Ja. Oder gehustet. Wären wir eine Minute später gewesen, dann, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber dann wären wir halt auch Monster geworden. Ja. To enter the cube before the countdown expires, they are joined by Kelvin and Virginia, and as the rogue agent rushes to enter, the door to the cube slams shut. As the cube begins dimensional travel, the many different facets of Tim that have been haunting him are each brought out and vanish one by one, finally bringing peace to his thoughts that have been tormenting him for years. Was soll das bedeuten? In front of them appears a window into another universe. Very likely the same universe in which the alien artifacts originated from. Their glimpse into the advanced civilization is brief, and when it ends, Tim appears to finally be in control of himself. The cube door quickly opens to reveal the miserable fate of the Silver Jacket agent that didn't make it. The group exits the cave to find Eric waiting for them with a helicopter. Ja, stimmt. And rescuing his son once again, Eric, Tim, the protagonist, Kelvin, and Virginia all leave the island. Naja, also. Thanks so Und much dann for hätte man watching jetzt the story. woran sehen sollen alles? An das den legit Hinweisen, wie Dark Souls so. Du musst dir das anhand dieser Sachen, die da irgendwo rumliegen, irgendwie selber zusammen addieren. Also oder die erklären ganzen lassen. Notes, die da lagen, daran hättest du das mitkriegen können. Ja. Alter, die Antagonistin kommt 2-mal in der Cutscene vor, ansonsten siehst du die nicht. Was stimmt denn mit der passiert? eigentlich? Ja. Boah, bist ein Blob geworden. Das ist für Teil 3, Freunde. Ja, ich frage mich, ob da noch irgendwas kommt. Ich frage mich, als sie die... second video out in which we go over some of the clues and lore in Ja, detail. nee, also da kannst du dir nochmal angucken, Bram, wie die denn das überhaupt alles zusammen Angucken addiert nochmal. Ich frage mich gerade, als die Story geschrieben haben, ja, und dann kam der Main Writer da raus, ja, ganz ehrlich, ich stelle mir richtig vor, wirklich so wieder so ein Raum, ja, Meetingraum. Er stellt so die Story vor, der erste fängt so an zu klatschen, tosender Applaus, weißt du, alle klopfen sich auf die Schulter, wie geil sie sind, Nein, war scheiße. Aber bedenke, es ist noch Early Access, vielleicht kommt die Antagonistin ja noch mal mehr vor. Ich weiß, dass sie zum Beispiel noch, während wir gespielt haben, in Räumen, in denen wir schon waren, nachträglich Bosskämpfe reingepatcht haben. Mhm. Aber die haben wir natürlich nie erlebt, weil wir noch in der frühen Early Access-Fassung das ist halt das Problem von Early Access immer, ne? Ja. Also es kann sein, dass genau diese Story in dem fertigen Spiel viel besser erklärt wird, aber wir haben halt das fertige Spiel nicht gespielt, sondern nur eine frühe Version. Was ich an dem Cube immer noch nicht verstehe, ist, wenn du halt im Cube bist, dann machst du halt so eine interdimensionale Reise. Wenn du nicht im Cube bist, wirst du zu einem Monster. Wie weit musst du den angucken oder musst du 10 Meter davon weg sein? Oder also wann wirst du da zu einem Monster? Also scheinbar ja nicht alle auf der Insel, weil sonst wären die Kannibalen ja auch Monster. Oder die Frau, die wir jetzt in den Cutscenes gesehen haben, die war ja auch nicht in dem Würfel. Ja, die ist jetzt entweder Monster geworden oder nicht, je nachdem, wie weit die weg war, ja. Also scheinbar die Leute in der Facility sind zu den Monstern geworden und sind dann ja rausgerannt und haben die Bauarbeiter, die in den Minen, sind ja auch nicht zum Monster geworden. Im Endeffekt ist das so ein bisschen wie Jurassic Park. Also die haben halt dieses Ding da gefunden, weil ewig alt ist. Dann haben die versucht, wie so einen Freizeitpark da drauf zu bauen. Ist irgendwie schief gegangen. Ja. 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 Das war die Geschichte von Sons of the Forest erklärt. Vielen lieben Dank dafür. Und damit haben wir jetzt, glaube ich, das Projekt beendet. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.